heute in dem Video schon mal ein bisschen tiefer ins System rein. Wir haben nämlich festgestellt, dass bei vielen anderen Herstellern es doch einiges Equipment von Drittherstellern braucht, um diese leihfähig zu machen. Das hat man bei ARRI auch gesehen und hat gesagt bei ARRI, wir gehen einen anderen Weg. Und der Weg liegt genau hier heute vor mir mit CCU, einer Fiberverbindung zur Kamera und eben einer RCP. Und das Komplettsystem schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Und wir starten bei der RCP. Die RCP ist vielleicht das einzige Produkt, was nicht direkt von ARRI kommt, sondern sie kommt von SKARHOJ. Aber auch hier wäre ARRI nicht ARRI, wenn sie nicht bei SKARHOJ Wünsche geäußert hätten, wie ihre RCP denn sein soll oder haptisch funktionieren soll. Und genau das ist auch tatsächlich der einzige Unterschied, den es zu der Standard RCP Pro von SKARHOJ gibt, ist, dass bei dieser RCP hier die Encoder-Rädchen durchdrehen sind. Normalerweise gäbe es bei der RCP Pro von SKARHOJ Encoder-Rädchen, die eben mit Step sind. ARRI hat sich das gewünscht, um alles ein bisschen genauer einstellbar zu machen. Es ist eine klassische RCP Pro, genauso wie mit Bluepill Inside. Das bedeutet, ihr könnt mit der Software Reactor, die auf dieser Bluepill läuft, eben auch andere Systeme wie Sony, Canon und so weiter steuern und könnt sie dafür auch einsetzen. Aber wir steuern mit unseren ARRI-Systemen und deswegen kommen wir jetzt mal zu dem Herzstück des ganzen Systems, die CCU. Hier hat sich ARRI für eine 2HE-Version entschieden und hat die wirklich voll mit Features gepackt. Und die schauen wir uns heute mal die Anschlussseiten des Ganzen davon an. Wir starten hier auf dieser Seite mit Audio-Ins und Audio-Outputs. Was bei den Audio-Inputs wirklich ein sehr, sehr cooles Feature ist, die können über das Kabel mit durchgetunnelt werden zu der Kamera. Was bedeutet, dass wenn wir in der Kamera aufzeichnen, über den Audio-Router in der CCU wirklich auch das Programm Audio mit aufzeichnen können und somit wirklich ein fertiges Signal in der Kamera rekorden können. Unterhalb des Audiosektors findet ihr den Netzwerksektor, der aus 4x Ethernet besteht. Und zwar zweimal Management, um die CCU mit ihrer Web-Oberfläche zu steuern. Einmal einen Ethernet-Tunnel, der zur Kamera geht, den schauen wir uns auch gleich an der Kamera nochmal genauer an. Und einmal einen Anschluss für das RCP selber, um das RCP direkt daran anzustecken und ohne einen Switch dazwischen das sofort zu powern über PoE. Zudem sind die FP28-Anschlüsse schon vorgesehen für ST2110, sprich alle Netzwerksignale, die rein und rausgehen können nach dem neuen SEMTE-Standard, ist auch schon alles vorbereitet. Im mittleren Teil der CCU finden wir die BNC-Anschlüsse. Die BNC-Anschlüsse sind in Viererblöcke aufgeteilt. Hier findet ihr einen Viererblock mit 12G-Kapazität, also praktisch 4K HDR möglich. Neben den 12G-Anschlüssen findet ihr zwei Viererblöcke mit 3G-Anschlüssen. Diese Anschlüsse haben in der CCU einen eigenen Down-Converter und das bedeutet, ihr könnt wirklich drei verschiedene Signale aus der CCU auswerfen. Einmal auf dem 12G-Anschluss das volle Format und dann noch einmal 1080i, 1080p ist alles machbar. Neben den 3G-Anschlüssen befinden sich nochmal die Return-Leitungen, die zur Kamera gehen. Die schauen wir uns aber an der Kamera nochmal genauer an. Neben den 3Gs findet man hier den SEMTE-Anschluss und oben drüber den AUX-Fiber-Anschluss. Auch den schauen wir uns gleich nochmal genauer an der Kamera an. Neben dem Ganzen die Netzteile, die sind redundant ausgeführt. Das heißt, auch hier alles auf Sicherheit ausgelegt. Wenn mein Netzteil ausgeht, übernimmt das andere. Aber jetzt folgen wir mal dem Kabel zur Kamera. Wenn wir uns die Kamera jetzt mal kurz von vorne anschauen, sehen wir ein Ding, und zwar das ARRI TLM1. Das TLM1 ist das Tally-Light-Modul, das dazu dient, einmal die Tallies anzuzeigen. Das macht es hier oben in Rot, Grün und Orange. Rot für Program, Grün für Preview und Orange, falls die Kamera intern recordet. Weiter unten sieht man ein doppelstelliges Display. Auf diesem Display wird die Kameranummer angezeigt, die von der CCU gepusht wird. Das heißt, hier sieht man auch gleich noch, welche Kameranummer läuft. Unter dem Tally-Light-Modul seht ihr unsere wunderschönen Fujinon-Optiken. Ich drehe das Ganze jetzt mal ein bisschen, dass ihr es besser seht. Und gehe weiter nach hinten. Hier seht ihr den CCM1, also den Camera Control Monitor von ARRI. Der Nachfolger ist aber auch schon in der Pipeline, der wird circa in einem Monat kommen. Das ist der LPM1, also der Live Production Monitor. Grundsätzlich sind die Unterschiede zwischen den beiden Monitoren, dass das hier ein 7 Zoll Monitor ist, der kommende Monitor ein 10 Zoll Monitor.
Dieser hier hat keine weiteren Anzeigen für Tally und Kameranummer. Der folgende hat eben diese Anzeigen. Wobei sie sich aber beide gleich sind, und das finde ich wirklich ein super Feature an den Geräten, ist das Touchscreen-Interface. Und damit kann ich die Kamera wirklich komplett als Operator mir so einrichten, wie ich sie gerne hätte. Und das finde ich wirklich ein super Feature, weil man damit wirklich ruckzuck in den Einstellungen ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch Hardware-Tasten, falls mal Handschuhe getragen werden müsste und es draußen etwas kälter ist. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach unten gehen, haben wir das Herzstück an der Kamera, und zwar das LPS1, das hier auf dieser Seite auch seinen Fiber-Eingang hat, den es natürlich von der CCU bekommt. Und was jetzt hier alles auf der Rückseite zu finden ist, schauen wir uns mal jetzt an. Hier oben haben wir die Intercom-Sektion. Klassisch bekannt mit 2 Kanälen Intercom, Production und Engineering, das wirklich auch auf beiden Kanälen gesprochen werden kann. Wir haben hier einen separaten Regler für PGM, also für Program Audio, dass man das natürlich auch wunderbar mitbekommt. Und einen separaten Regler für Tracker. Zu dem Tracker-Anschluss kommen wir gleich auch noch. Unter den Drehrädchen für eben die Intercom-Einstellungen haben wir Tasten für die Audioeinstellungen. Und das ist auch ein, wie ich persönlich finde, super Feature, weil wir haben hier ein Audio-Out, 2 Audio-Ins, und die kann ich über dieses Tastenfeld die Inputs zwischen Mic-Input, zwischen Line-Input und auch noch zur AES umschalten. Das heißt, ich habe wirklich alle Arten von Inputs möglich. Das gleiche ist beim Audio-Out. Hier kann ich natürlich nur zwischen Line und AES umschalten, aber in der digitalen Ausführung, wenn ich hier wirklich alles auf AES stehen habe, habe ich 2 Outputs und nochmal 4 Inputs direkt an der Kamera. Seitlich neben dem Audio haben wir die AUX-Fiber-Buchse, die wir auch gerade schon an der CCU angesprochen haben. Und das finde ich persönlich ist auch ein wirklich super Feature, weil ich aus der CCU komplett entkoppelt ohne Processing einen separaten Fiberweg bis zur Kamera habe, um da einfach nochmal wirklich separat Signale durchzuschicken. Über alles, was ich mit Fiber lösen kann hier durch. Ihr müsst euch da wirklich keine Gedanken machen, naja, Audio könnte nicht gehen. Nein, alles über Fiber Sendbare ist hier auch wirklich durchschickbar und es wird funktionieren. Weiter unten haben wir die Power-Anschlüsse. Warum gehe ich da jetzt so im Speziellen drauf ein? Manch anderer Hersteller hat bei den großen Sensorgrößen, die wir hier haben, also bei Super 35, das Thema, dass der Body schon so viel Strom verbraucht, dass keine externen oder nicht mehr viel externe Geräte angeschlossen werden können, weil eben der Strom fehlt. Hier bei dem System haben wir tatsächlich 12 Volt 4 Ampere, 24 Volt 4 Ampere und noch 2x12 Volt 2 Ampere. Wobei man sagen muss, diese 12 Volt 2 Ampere Stecker hier sind nur verfügbar, wenn die Kamera wirklich über das Fiberkabel angesteckt wird. Wenn die Kamera nur über ihren eigenen Power Supply betrieben werden sollte, stehen nur die beiden seitlichen, also 12 Volt 4 Ampere und 24 Volt 4 Ampere zur Verfügung. Neben den Power-Anschlüssen haben wir die GPIO und die Tracker. Für GPIO, diese sind mit der CCU linkbar. Als kleines Beispiel, was kann ich mit den GPIOs an der Kamera und an der CCU machen, wenn wir beispielsweise hier über die GPIOs einen Schalter anbringen und an der CCU einen AYA Keypro oder irgendein ähnliches Recording-Device auch anstecken, können wir über einen Taster, den wir hier auslösen, die Recordings auf den Keypros steuern. Bei dem Tracker-Anschluss haben wir die Möglichkeit, Tally und Intercom beispielsweise rauszuziehen. Als Beispiel für einen Kran-Operator, der eben den Anschluss hat, kann er sich draufstecken und hat alle Daten sofort in seinem System. Hier unten drunter haben wir 3-mal eine Ethernet-Buchse. Zum einen, cool, hier haben wir nochmal eine RCP-Schnittstelle, die auch direkt PoE liefert. Das heißt, ihr könnt die SKAHOI RCP auch direkt hier anschließen. Falls ihr mal ohne CCU arbeitet oder falls ihr tatsächlich mal Troubleshooting habt und die RCP einfach mit zur Kamera nehmt, um einfach zu schauen, wie sind die Blendenwerte, funktioniert die Blendensteuerung, kann man alles hierüber abbilden, finde ich schon mal super. In der Mitte Ethernet bedeutet, das ist der Ethernet-Tunnel, über den wir hier auch schon an der CCU kurz gesprochen haben. Hier haben wir 1 Gigabit Ethernet-Verbindung direkt durchgetunnelt zur Kamera, auch wieder ohne Processing in der Basisstation, ohne Processing in der Kamera, also auch separat komplett einsetzbar. Daneben ist der LLA-PoE, hört sich ein bisschen komisch an, ist übersetzt für Large Lens Adapter PoE-Anschluss.
weil hier soll in Zukunft vielleicht noch ein Gerät kommen, was an dem Large Lens Adapter angeschlossen werden kann, um die Intercom-Sektion ein bisschen nach außen zu nehmen, um eben, wenn wir mit Box Lenses und den Large Lens Adapter arbeiten, eben die Intercom-Bedienung ein bisschen abgesetzt und einfacher für den Operator zu gestalten. Bei den SDI-Outputs hier haben wir einmal den SDI-Out 1. Der ist in 12G ausgeführt und ist praktisch der 12G-Output, den auch die Alexa an das Fiberback liefert und somit das Programmbild bzw. das, was die Kamera praktisch zeigt. Weiter unten haben wir den Return Out. Der Return Out ist hier oben über die oberen Bedienfelder auswählbar, was über den Return Out gezeigt werden kann, was halt auch in die CCU eingeschliffen wird und was halt auch auf dem Monitor gezeigt wird, kann hier oben über Return-Tasten entschieden werden. Weiter unten haben wir nochmal einen AUX. Auch dieser ist, und das ist glaube ich, der dritte Tunnel in Summe, ein separater Tunnel, der separat auf dem Fiber aufliegt. Das heißt, auch hier können nochmal komplett eigene 12G-Signale durchgesendet werden. Und daneben befindet sich der Reference Out, der dafür da ist, falls ihr wirklich noch Geräte an dem System anschließt, die einen Sync brauchen, Blackburst, Tree Level, wie auch immer, kommt hier aus dem System raus und ihr könnt externe Geräte synken. Wie ihr seht, ihr habt bei dem System alle Vorteile eines klassischen Broadcast-Systems, zusätzlich den Fiber-Tunnel, die Audioumschaltung und die Dinge, die wir gerade schon alle mal angesprochen haben. Und das gepaart mit einem Super 35 Sensor, 17 Blendenstufen und ARRI Color Science. Das war unser erster Deep Dive ins System. Und falls ihr für die nächsten Videos Vorschläge, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.